Die Stadt Berlin will im Westend für 10 Jahre ein Bürogebäude mieten. Das Haus soll zu einer Asylunterkunft umgebaut werden und Platz für etwa 1500 Flüchtlinge bieten. Der Preis für die Mietdauer beläuft sich auf schlappe 157 Millionen Euro. Eine Summe, die in Zeiten von wenig bezahlbarem Wohnraum und Haushaltskürzungen schwer nachvollziehbar ist. In diesem Gebäude in Berlin-Westend sollen ab 2026 für 10 Jahre 1500 Flüchtlinge untergebracht werden. Mieter des Gebäudes die Stadt Berlin, die für diesen Zeitraum rund 157 Millionen Euro Miete zahlen würde. Das Dreifache des privaten Ankaufswertes, der bei etwa 45 Millionen Euro liegt. Eine Nachbarschaftsinitiative ist sauer. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie dies in einen wohnbaren Bereich umbauen müssen, sind das unsägliche Kosten. Und trotzdem tut es den Menschen, und ich rede von den Menschen hier, in keiner Weise recht, sie hier hineinzupferchen. Außerdem sehen wir natürlich auch, dass durch die Menge dieser Menschen, die hineinkommen sollen, unser gesamtes Kernstadtfeld, und das ist das Kern-Westend, total aus dem Gleichgewicht gerät. Die hohe Millionensumme, die Berlin zahlen will, ergibt sich unter anderem durch die Kaltmiete, die monatlich bei etwa 26 Euro pro Quadratmeter liegt. Zum Vergleich, aktuell liegt die im Durchschnitt in Westend bei etwa 14,50 Euro. Die Nebenkosten werden bei rund 10 Euro pro Quadratmeter angesetzt. Dabei liegt der Berliner Durchschnitt dieses Jahr bei rund 3 Euro. Dazu kommen jährlich 3% an Mietindexierung, macht summa summarum für 10 Jahre fast 157 Millionen Euro. In Zeiten von teurem Wohnraum und drastischen Kürzungen im Berliner Haushalt eine schwer nachvollziehbare Summe. An diesem Fall kann man das ganz gut nachvollziehen, dass der Senat offensichtlich bereit ist, hier fast jeden Preis zu bezahlen für die Anmietung. Und aus unserer Sicht ist das nicht notwendig. Es gibt rechtliche Instrumente, wie man das eingrenzen kann. Der Vermieter der Immobilie, ein undurchsichtiger Immobilienkonzern aus Luxemburg, der ebenfalls die umstrittene Asylunterkunft in Berlin-Lichtenberg an die Stadt Berlin für horrende Summen vermietet. Das Geschäftsmodell: Problemimmobilien so erwerben, dass die Grunderwerbssteuer umgangen werden kann. Ein Steuerschlupfloch, dem Berlins Bürgermeister Wegner eigentlich ein Ende setzen wollte. Im Senat, so scheint es, will man über das Projekt Sohrstraße lieber nicht sprechen. Grundsätzlich wird die Anmietung überhaupt nicht in Frage gestellt und auch die Kosten werden nicht hinterfragt. Auch bei Nachfragen, wie sich diese Kosten zusammensetzen, sind die Antworten seitens des Senates eher, ja, ich sag mal, vage. Man weiß nicht, was da wirklich hinter den Kulissen läuft, und es wird auch nicht offen kommuniziert. Am 11. Dezember soll im Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses entschieden werden, ob die Immobilie in der Sohrstraße zur Asylunterkunft wird. Sollte die Abstimmung nicht wie schon in der Vergangenheit mal wieder verschoben werden.